Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns Woundpacking Basics Teil 1. Wir haben euch ja vor einiger Zeit schon mal ein paar Sachen zum Thema Woundpacking vorgestellt. Da haben wir feststellen müssen, dass bei uns da grobe Defizite herrschen. Deswegen haben wir uns jetzt mal eine Expertise hier mit reingeholt. Das ist der Matthias. Matthias, grüß dich. Hallo, grüß dich, Martin. Der Matthias ist Notfallsanitäter im Rettungsdienst und wir kennen ihn schon länger in unserem Bekanntenkreis. Immer wenn wir irgendwo Fragen haben, wenden wir uns an ihn und lassen uns da ein bisschen Feedback geben. Deswegen haben wir gedacht, wir rollen das Thema Woundpacking jetzt nochmal groß aus und machen da einen Zweiteiler drüber. Und das hier ist jetzt unser erster Teil dazu. Ja, Matthias, erstmal Woundpacking, was bedeutet das? Im Endeffekt, wenn ich das Thema jetzt so oder den Begriff mir so nehme, Woundpacking bedeutet, ich tue eine Wunde verpacken. Also Verbandsmaterial in die Wunde reinbringen. Was ist der Vorteil oder warum muss ich Verbandsmaterial in eine Wunde reinbringen? Ja, genau, vielen Dank. Es geht vom Prinzip darum, wir haben stark blutende Wunden. Das heißt, ab einer Blutungsmenge beim Erwachsenen von ungefähr 1 Liter, kann man sagen, ist es schon ein lebensbedrohlicher Blutverlust. Das kann relativ schnell natürlich auch mitgehen, je nachdem, welches Körperteil verletzt ist oder wie groß die Verletzung auch mit dazu ist, was betroffen ist davon. Und da kann man auch sagen, innerhalb von 5 Minuten ist es auch durchaus möglich, verblutet zu sein. Und da ist letztendlich auch jetzt jeder gefragt dabei, helfen zu können. Und was wir in dem Fall mitmachen, wir haben Verbandmaterial, notfalls auch behelfsmäßig, was man nehmen kann, um das direkt an die Blutungsquelle in einer Wunde mit einzubringen, um direkt dort die Blutung zu stillen. Das heißt, die Wunde ist schon so groß, dass ein Druckverband alleine wahrscheinlich nicht reichen wird. Das heißt, ich nehme das Verbandsmaterial, packe das in die Wunde und setze dann eventuell nochmal einen Druckverband oder was auch immer oben drauf. Ja, ganz genau. Der Druckverband am Schluss, der gehört auf jeden Fall mit dazu. Okay, gut. Wir haben hier ein paar Trainer von Erla Zimmer, die zeigen wir euch gleich. Aber erstmal wollen wir darüber sprechen, was es denn generell für Mittel gibt, die man da einsetzen kann. Das offensichtlichste und einfachste Mittel ist, denke ich, einfach Verbandsmull oder Gase, richtig? Genau, solche Sachen, wie man vom Prinzip improvisiert auch aus dem Verbandkasten rausnehmen könnte. Das heißt, ob ich jetzt eine Fixierbinde nehme oder ein Verbandpäckchen aus dem Verbandkasten, wäre, wenn ich gar nichts anderes habe, eine Möglichkeit. Im schlimmsten Fall muss ich ein T-Shirt zum Beispiel benutzen, was ich auch in die Wunde mit reinbringe, was ich zum Druck ausüben mit benutzen kann. Oder ich kann es natürlich auch vorbereitet entsprechend mitnehmen und kann dann auch sauber steril damit arbeiten und mit verbesserten Varianten natürlich auch mitarbeiten, wenn dann extra blutstillende Mittel mit drauf dabei sind. Okay, das heißt, ohne blutstillende Mittel, das wäre jetzt hier sowas wie hier diese Compressed Gauze. Also einfach ein Verbandsmull, der komprimiert ist. Ne? Da drüben haben wir mal einen ausgepackt, zeig den mal gerade. Genau. Das ist dieser Verbandmull, ist da drin vakuumisiert, damit er schön klein zu verpacken ist. Ist auch eine recht stabile Verpackung bei beiden. Was ich dann einfach rausnehmen kann, dann drücke ich das quasi mal so, damit es diese Spannung ein bisschen verliert. Suche mir den Anfang damit drin. Und ja, es dauert immer kurz, bis man den sieht. Das ist nicht farbig markiert, das wäre noch ein Verbesserungsvorschlag an den Hersteller. Und dann kann ich das mir so auswickeln und kann diesen Verbandmull, mache ich erst so einen kleinen Knäuel und stecke das direkt in der Wunde auf diese Blutungsquelle mit drauf. Genau, und dann fange ich an, mit dem restlichen Material in die Wunde das nachzustopfen, tamponieren kann man auch mit dazu sagen, und diese komplette Wundhöhle damit auszufüllen, damit aus dieser Wundhöhle der Druck auf das Blutgefäß ausgeübt wird, was da drin blutet und wo der Blutverlust eben Verstanden. Okay. Und du hast jetzt gerade gesagt, es gibt natürlich auch Präparate mit blutstillenden Mitteln. Was bietet der Markt da so oder was nutzt ihr? Also vom Prinzip gibt es 2 grobe Unterschiede mit dabei. Das eine wäre auf Kaolin-Basis, nennt sich das. Das ist weiße Tonerde, die auf einen Verbandmull mit draufgebracht wird, was die Gerinnung direkt vor der Wunde in dem Blutgefäß noch mit unterstützt, beschleunigt. Das wäre das eine. Das wäre als Beispiel mal das Quick-Load Combat Gauze, was wir mit hier liegen haben. Das kommt ja aus dem militärischen Bereich, ne? Deswegen auch Combat Gauze. Genau, nutzt ihr aber auch zivil? Das hat seinen Ursprung tatsächlich im Militärischen. Das gab es ganz früher mal, man weiß das aus Zeiten vom Vietnamkrieg, als Pulver, was direkt in die Wunde mit eingebracht wurde, was dann allerdings heiß wurde. Das ist bei den neuen Produkten jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, das ist nicht thermisch reaktiv auf die Wunde, also kann man das bedenkenlos dann auch damit einsetzen. Wird seit Jahrzehnten mittlerweile schon beim Militär jetzt auch standardmäßig ausgebildet und benutzt. Okay. Genau. Im Zivilen hat es auch schon seinen Einzug gefunden. Das heißt, für lebensbedrohliche Einsatzlagen, die es dann da gibt, haben wir solches Material dann mit dabei.
Das können Polizeilagen sein oder es kann auch einfach nur eine normale Kettensägenverletzung als Beispiel sein oder eine Schnittverletzung. Und da haben wir auch eben solche Hämostyktika mit dabei, also blutstillende Mittel oder blutstillend unterstützende Mittel, die wir dafür mit hernehmen. Und die Unterschiede hier sind jetzt, du hast bei dem einen, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das Quicklot ist tatsächlich nicht so gut anzuwenden, wenn der Patient viel Aspirin nimmt, hast du gesagt, richtig? Genau, also das Quicklot greift in die Gerinnung oder unterstützt diese Gerinnungsphase im Körper mit dazu, oder braucht diese Gerinnungsmöglichkeit im Körper und unterstützt das Ganze, wie gesagt. Und bei dem anderen, was wir haben, das andere basiert dann auf dem Chitosan, das wäre jetzt zum Beispiel beim Celox-Gas oder auch bei dem neuen, bei dem Chitosam, was wir da mit dabei haben. Das wird vom Ursprung her quasi aus Krustentieren gewonnen, funktioniert ganz anders. Das ist ja nicht vegan. Und richtig. Also ihr Veganer müsst leider verbluten. In dem Fall ist es mir dann auch ehrlich gesagt ziemlich egal, ob es vegan ist oder nicht oder was der dazu sagt. Genau, in dem Fall muss man das Leben retten und die Blutung stillen. Das braucht auf jeden Fall keine Gerinnungsfaktoren mit dazu. Das kann ich auch dann nutzen, wenn der Patient entsprechende Medikamente nimmt und die Blutgerinnung beeinträchtigt ist bei dem Patienten oder gestört ist. Ja. Deswegen finde ich persönlich, sind die auf Chitosan basierenden Produkte im zivilen Bereich besser anzuwenden. Militärisch kann ich natürlich zu den Soldaten sagen, nehmt kein Aspirin und dann kann ich sehr wohl natürlich auch das Quicklot benutzen. Ja, okay, verstanden. Und dann haben wir hier noch von RevMedix ein Produkt. Das haben wir auch schon mal vorgestellt, wenn ich mich dunkel erinnert, auf der Redmobil. Das ist jetzt im Endeffekt auch ein Mittel oder ein Wirkmittel, wo keine blutstillenden Mittel mit eingewendet werden, sondern es sind einfach nur Schwämme, richtig? Genau, richtig, jawohl. Wir haben ja eine Spritze mit einem Druckstempel mit dabei, den ich dann da hinten noch mit einsetze. Es kommt quasi so aus der Verpackung mit raus. Wenn man da mit hinschaut, sieht man es vielleicht innen drin ganz leicht, dass diese blauen Schwämme mit drin sind. Und das brauche ich natürlich speziell dann, wenn ich kleine Eintrittswunden mit habe. Also sprich, wenn es zum Beispiel Schusswunden wären. In dem Fall, wenn ich so eine Wundmoulage sehe, da habe ich eine riesen Wundhöhle mit drin, dann kann ich auch mit den Fingern arbeiten. Wir sagen Hands on Red mit dazu. Das heißt, da wo es blutet, lange ich auch hin. Und bei Schussverletzungen komme ich manchmal schlecht mit ran, deswegen gibt es dieses X-Start. Dann kann ich das direkt in diesen schmalen Wundkanal mit einsetzen, habe den Druckstempel mit oben drauf und drücke diese kleinen Schwämme direkt in die Verletzung mit rein. Und sobald die mit der Flüssigkeit von dem Blut in Berührung kommen, dann gehen die wirklich richtig auf. Die blasen sich dann mit dieser auf eine mehrfache Größe mit auf und üben schon von innen raus diesen Druck direkt auf das Blutgefäß mit auf, um die Blutung direkt dort vor Ort zum Stehen zu kriegen. Improvisiert würde man halt sowas nehmen, dass man zum Beispiel, auch wenn es unsteril ist, das ist in dem Fall aber egal, dann kann ich einen Kugelschreiber nehmen, kann Verbandmull mit einbringen, aber hier haben wir halt trotzdem die professionelle Variante mit dazu, die auch steril dann, oder annähernd steril ist. Und auch schneller natürlich, ne? Natürlich, fertig, genau, und ich komme wesentlich schneller an den Wirkungsort, wo es hin muss. Wird im Rettungsdienst eher weniger verwendet, weil natürlich da die Häufigkeit von Schusswunden wahrscheinlich eher gering ist. Ne? Ihr habt wahrscheinlich dann immer größere Wunden, deswegen habt ihr es jetzt nicht wirklich im Einsatz. Aber es ist ein cooles Produkt, solltet ihr auf jeden Fall mal auch euch anschauen. Die blauen Schwämme sind die Übungsschwämme, das heißt, das ist einfach, um das besser sehen zu können. Ich glaube, die Originalen, die scharfen, sind, glaube ich, weiß. Und die haben auch so einen Faden drin, der dann fürs Röntgen gedacht ist, dass man quasi dann, wenn der Patient dann im Krankenhaus ankommt, dann, dass der Chirurg dann wirklich sieht, was Fremdmaterial ist. Damit das, wie viele davon drin sind, ja, wie viele drin sind, um alles wieder rausgeholt wird. Genau. Ja, cool. Und natürlich braucht man, um ein vernünftiges Woundpacking bzw. auch die finale Wundversorgung zu machen, braucht man natürlich auch noch Hilfsmittel. Haben wir jetzt hier ein paar mit auf dem Tisch. Das heißt, wenn die Wunde dann erstmal gepackt oder tamponiert ist, dann kann man noch mit einem Druckverband arbeiten. Ein Tourniquet kann man schon vorher nutzen wahrscheinlich, ne? Wenn du hier irgendwo eine Wunde hast, wo es massiv raushilft, damit du erstmal das ein bisschen unter Kontrolle kriegst, würdest du wahrscheinlich ein Tourniquet weiter oben setzen, richtig? Wenn es geht. Genau, wenn die Lage der Verletzung das erlaubt, dann setze ich als erstes ein Tourniquet mit an, um die Blutung auf die Schnelle zum Stehen zu bringen. Und dann kann ich mir um die Wundversorgung weiterhin Gedanken machen. Allerdings ist die Problematik natürlich immer, wenn ich dann Wundhöhlen erreiche, wo ich schlechten Druckverband machen kann. Das heißt zum Beispiel im Leistenbereich oder im Schulterbereich. Oberhalb vom Arm quasi, da kann ich schwierig nur einen Druckverband mit anlegen. Und da muss ich natürlich zur Wundtamponade greifen, muss ich das Wundpacking machen. Okay, verstanden.
Ja, dann haben wir hier von Erla Zimmer 2 Produkte. Das eine ist eher so für den Schulungssaal, fürs Training, genau. wie wir es jetzt hier haben, saubere, schöne Verhältnisse, wo man damit arbeiten kann. Und einmal eine Wundmoulage. Ich habe mir sagen lassen, Wundmoulagen sind im Endeffekt Attrappen, die man verwendet, wenn man irgendwo eine Lage trainiert, also einfach unter reellen Einsatzbedingungen, um das Personal dann halt auch stressresistent zu machen und ja, dass es halt nicht, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwo im Training. Ja, man kommt irgendwo hin, man hat einen Verwundeten. Wir waren auch auf den Trainertagen und dann war das auch so zum Teil, dass da Leute waren, die amputiert waren. Ne? Also Leute, die halt extra Leute gesucht werden, denen ein Stumpf, denen ein Arm fehlt oder ein Bein fehlt, die dann Stümpfe haben, dann kriegen die noch solche Wunden aufgebracht. Ne? Dann werden die noch ein bisschen schick gemacht mit Kunstblut und Co. Und dann wirkt das alles sehr, sehr echt und sehr reell. Und genau da haben wir jetzt hier mal 2 Produkte und die wollen wir uns jetzt einmal kurz angucken bzw. mal die Anwendung zeigen. Ganz wichtig noch für euch, wir machen hier ein Unterhaltungsvideo, sage ich jetzt mal. Also es ist kein medizinisches Lehrvideo, es ersetzt keine medizinische Ausbildung, auch wenn wir jetzt hier jemanden haben, der das wirklich tagtäglich kann und tut. Wir zeigen euch das, wenn euch das Thema interessiert, macht Kurse, bildet euch weiter und nutzt nicht dieses Video dazu. Das ist nur zur Veranschaulichung. Genau, ja, ganz wichtig. Eine ordentliche Ausbildung gehört auf jeden Fall immer noch mit dazu. Definitiv. Richtig. Okay, dann schauen wir uns das mal an gleich. Genau. Als erstes für den Übungsraum, du hast es schon richtig gesagt, wir arbeiten in steril sauberen Umgebungen, haben sehr viel Platz mit dazu. Und damit wir nicht alles vollkleckern mit dazu, da gibt es diese Wanne außenrum noch mit dabei. Wir haben eine richtig realistisch sich anfassende Hautoberfläche quasi mit dabei, mit einer richtig tiefen Wunde und einer Wundhöhle noch mit dazu. Und ich stoche da jetzt schon extra mit drin rum, weil das tatsächlich für uns auch mit dazugehört. Jetzt im Moment arbeiten wir noch ohne dieses Kunstblut, da machen wir es auch ohne Handschuhe im Einsatz. Natürlich. Wenn das natürlich möglich ist, versuche ich immer Handschuhe oder die entsprechenden Handschuhe mit dazu anzuziehen. Ich kann wirklich richtig reingehen und ich kann die Wunde innen drin fühlen. Da ist auch dieser leichte Gang, das spüre ich schon, wo dieses Blutgefäß normalerweise auch herkommen würde. Lässt sich gut bearbeiten und da muss ich natürlich dann auch beim Bearbeiten selber mit darauf achten, dass ich diese ganze Wundhöhle halt entsprechend auch mit ausfülle. Dann ist diese Flasche noch mit dabei, die ich mit Kunstblut füllen kann. Und ich nehme quasi den Deckel mit ab, kann das mit dem Kunstblut füllen, schraube den wieder mit auf und dann kann ich das an diesem Schlauch hier mit anstecken und kann dann quasi hier das Blut mit nachlaufen lassen. Genau. Hier pumpen und jemand arbeitet hier dran, arbeiten, du pumpst und ich sehe dann auch gar nicht, ob du da drauf drückst oder nicht. Das Blut fließt hier raus und dann kann man auch diesen Pulsschlag quasi mit simulieren, wenn man ganz leicht auf diese Flasche jedes Mal mit drauf drückt. Und dementsprechend kommt dann hier die Pulswelle unten auch mit an und das Blut tritt halt pulsartig dann unten aus. Dann lass es uns mal machen, würde ich sagen, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Gut, ich mache mal hier Blut rein. Das ist alles hier im Set enthalten. Das heißt, ich habe die Wanne, ich habe den Trainer, ich habe den Schlauch, die Flasche und das Kunstblut. Beim Kunstblut hat man mir gesagt, man kann das entweder jetzt so benutzen, dann hat man natürlich von der Viskosität ein sehr reelles Blutbild, ne? Also Farbe und die Dicke des Bluts sind, denke ich, so hier ganz gut passend. Man kann natürlich auch sagen, für die Schwaben und Sparfüchse unter euch, dass man da das Ganze noch mal ein bisschen streckt und dann damit arbeitet. Ne? Soll ich das jetzt alles da reinhauen oder haue ich die halbe Flasche rein? Was sagst du? Naja, ich weiß nicht. Alles brauchen wir, glaube ich, nicht. Machen wir mal so, das sollte reichen. Ne? Genau. Du bist ja ein Profi, du hast es ja schnell versorgt. So, okay. Dann schließen wir hier den Schlauch an. Du hast auch schon deine Handschuhe an. Perfekt. Was nehmen wir jetzt als Mittel zum Arbeiten erstmal? Du nimmst jetzt eine ganz normale Gase erstmal. Wir haben die gepresste Gase noch mit dabei. Dann würden wir die mal als erstes mal ausprobieren, schlage ich vor. Okay, gut. Dann schaue ich mal. mal. Dann lässt du erst mal das Achso, ich muss ja so pumpen. Da kommt schon was in den Kanal. Genau. Und da sehen wir schon, dass es schon rauskommt, das Blut. Ja. Dann komme ich mit dazu und dann gehe ich, wie wir es vorhin gesagt haben, hands on red. Das heißt, ich gehe mit meinem Finger direkt in die Wunde mit rein. Das wird natürlich auch schmerzhaft für den Patienten sein, wenn ich das mache. Das muss man denen dann vor Ort auch mit sagen, wenn das dann soweit ist. Ich drücke da unten drauf und jetzt müsstest du das eigentlich schon merken an deiner Flasche, dass quasi, wenn ich den Finger richtig drauf halte, kein Druck mehr drauf zu bringen ist. Ja. Genau, dann nehme ich meine Gase und das Wichtige dabei ist, dass ich den Druck quasi auf dieser Verletzung immer aufrechterhalte. Das heißt, ich habe meinen Finger drauf und ersetze den durch diese Gase und ich lasse den Druck da vorne nicht mit nach. Ich nehme am besten immer die zweite Hand und stopfe die Gase mit hinterher. Ja. Aber
auf der direkten Blutungsquelle soll immer Druck aufrechterhalten. Das war der Fehler, den ich gemacht hatte im letzten Video. Ich habe dann immer runtergenommen und habe mich dann gewundert, warum ich keine Wirkung habe. Ja. Gut. So, jetzt läuft nichts mehr von der Flasche im Moment. Das heißt, es kommt aber auch kein Blut mehr mit nach. Jetzt habe ich das schon komplett austamponiert, die ganze Wunde. Ich habe hier schon ein bisschen mit übrig. Ich mache das so, dass ich dann hier auch quasi den Rest hier mit oben drauf lege. Und dann muss ich aber trotz allem auf die Wunde noch mit drauf drücken. Ja. Und muss schauen, dass ich diesen Druck, je nach Produkt, was ich halt dann benutze, zwischen 2 bis 5 oder 10 Minuten sogar noch mit ausübe. Im Notfall, wenn ich dann keine Möglichkeit habe, einen Druckverband mit anzulegen, weil halt beiden Hände jetzt im Moment belegt sind, dann warte ich einfach so lange, bis ich von einem Rettungsdienst dann unterstützt werde, bis sie mich dann ablösen. Ihr seid ja in der Regel auch zu zweit, oder? Genau, ja. mindestens zu zweit. Das heißt, dann hast du ja auch jemand, der jetzt im Endeffekt den Druckverband vorbereiten könnte und den anlegen könnte. Ne? Genau. Gerade wenn ihr mehrere Verletzte habt, dann, dass ihr nicht gebunden werdet und jetzt hier da warten müsstet. Genau. Okay, cool. Ja, okay. Dann schauen wir uns die Wundmoulage an, würde ich sagen. Ne? Jawohl. So, dann schieben wir das mal beiseite und holen uns mal den Kerl hier. Da ist es jetzt so, das ist jetzt schon so vorbereitet im Endeffekt, dass du auch quasi mit einem wie nennt ihr das, wenn da einer Model macht? Bei den Verwundeten einen Darsteller? Manche sagen Mimen dazu. Mimen, das war das Wort, genau, richtig. Genau. Danke, das war das Wort, was mir gefehlt hatte. Ja. Also wenn der Mime kann das dann irgendwo verstecken im Endeffekt oder hinter sich legen und kann dann da mit diesem Schlauch arbeiten. Das ist jetzt kein Pumpsystem hier in dem Fall, wobei man das, denke ich, auch einfach auswechseln kann. Ne? Das ist ja, man könnte das tatsächlich machen, wenn ich das zum Beispiel in der Leistengegend hier anbringen würde. Ja. Das hat ein bisschen auf der Rückseite so eine Haftwirkung auch noch mit dabei. Ja. Dann kann ich das in der Leistengegend anbringen, habe eine Hose noch mit drüber zum Üben, die schon aufgeschnitten ist anhand von der Verletzung, dass das quasi in dem Zug mit passiert ist. Ja. Dann kann ich den Schlauch unter der Kleidung dann trotzdem noch mit verlegen und der kann, meinetwegen unter dem Arm zum Beispiel oder sowas, kann der den Beutel mit voll gemacht haben und kann dann ganz leicht immer noch mit draufdrücken und dann haben wir diesen Pulseffekt da vorne quasi auch immer noch mit dabei. Ja. Erla Zimmer übrigens haben wir auch ein Video gemacht auf der Redmobil, das solltet ihr euch auch mal zu Gemüte führen, wenn euch diese Produkte hier interessieren. Die machen quasi nichts anderes als diese menschlichen Körperteile und Organe und Plastiken und was weiß ich was alles. Also wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr cool. Die haben auch tatsächlich dann voll funktionsfähige elektronische Dummies. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, diese Puppe von denen. Die ist Wahnsinn, die kann alles, die kann Stressatmung machen und also die ist wirklich Wahnsinn. Ja? Also wenn ihr da irgendwo das notwendige Material sucht, da findet ihr bei Erla Zimmer bestimmt das Richtige für euch. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich das Ding aufdrehen und dann kommt das Blut geflossen. Genau. Und auch hier, das sieht man schon deutlich wieder, wie die ganze Wunde voll läuft. So in etwa kann man sich das dann auch vorstellen. Bei einer arteriellen Blutung kann es auch durchaus sein, dass das eine spritzende Verletzung mit ist. Da muss man auch damit rechnen, dass das dann großflächig eine Sauerei gibt außenrum mit. In dem Fall mache ich es jetzt wieder genauso. Ich fühle so lange innen drin, bis ich spüre, wo dieser Blutstrom mit herkommt. Da lege ich meinen Finger direkt in die Wunde. Ja. Und von hier aus kann ich dann auch mit anfangen, genau meine Wundtamponade dann wieder mit anzulegen. Ja, okay, sehr gut. Sollen wir mal so ein Hämostatikum, blutstillendes Mittel da einsetzen? Soll ich mal eins auspacken für dich? Genau, das wäre top. Zum Beispiel das Quicklot. Ich bin jetzt natürlich nicht steril, ne, aber gut. In der Situation ist ja schon tot. Ist es, nee, so ja nicht, aber das wollen wir ja verhindern damit. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Wunden nicht steril sind. Auch die Handschuhe, die ich anhabe, sind nicht steril. Und in dem Fall geht es darum, das Leben zu retten, ob ich jetzt hundertprozentig keimarm arbeiten kann, das ist dann in dem Fall erstmal zweitrangig. Da muss ich das Überleben sichern von demjenigen. Ne? Wie ist es mit deiner persönlichen Erfahrung mit der Hemmschwelle? Du gehst jetzt ja quasi da, du hast da jemand, der sifft und blutet und du greifst da jetzt einfach, war das am Anfang schwer für dich, da einfach in die Wunde einen Finger reinzustecken oder hast du einfach dann den Fokus Leben retten, egal wie eklig und wie schlimm das jetzt ist? Für mich persönlich, wenn wir zum Einsatzort fahren, ich halte so lange noch mal fest hier, damit das nicht voll läuft. Wenn wir zum Einsatzort fahren, dann bereite ich mich schon mal mit vor, dass ich meine Handschuhe mit anziehe. Ja. Und das ist für mich meine Barriere quasi. Das ist für mich mein Schutzmantel außenrum. Ja. Und wenn ich das anhabe, dann ist mir das auch egal, was ich dann damit anfassen muss.
Für den privaten Bereich, da machen es auch manche, da kann man ein Überraschungsei nehmen, dann kann man sich ein paar von diesen Handschuhen mit reinpacken, dann gehen die nicht kaputt im Rucksack oder sowas, dann hast du das immer mit dabei. Finde ich eine gute Empfehlung, dass man das einfach so mal mitmacht. Und dann hat jeder diese Schutzbarriere mit dabei. Ansonsten wird es wohl in den meisten Fällen im privaten Umfeld sein, dass man mit einem Verletzten in der Art und Weise zu tun hat. Dann kennt man sich und dann will man natürlich auch mithelfen. Das heißt, dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal, ob ich dann, wenn es jetzt meine Frau oder ein Kind ist oder mein bester Kumpel, dann ist mir das egal, ob ich bei dem sein Blut jetzt hinfassen muss. Oder ja, das ist ja klar. Genau. Ja. Es ging ja nur um Fremde jetzt, also mir ging es jetzt gerade um fremde Personen. Ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, selbstverständlich, dann ziehe ich gerne Handschuhe an. Wie ist es, wenn wir die Handschuhe jetzt gerade mal als Thema haben? Wir sind da öfters schon mal auf die Handschuhfarbe angesprochen worden, weil wir auch ab und zu mal schwarze Handschuhe hier... Wir lassen unseren Patienten so lange noch mal warten, ich halte den Finger auf der Wunde. Wir haben hier auch schwarze Handschuhe im Studio öfters mal eingesetzt und da wurde immer gesagt, keine schwarzen Handschuhe. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen aus der Praxiserfahrung? Ja, natürlich weiß man, dass die schwarzen Handschuhe sind schick und die Tätowierer zum Beispiel benutzen die auch ganz gern. Da ist es auch praktisch, damit der zu Tätowierende das Blut nicht unbedingt sieht, was man da ständig abwischen muss. Für uns im Rettungsdienstalltag oder bei Patientenbehandlung ist es allerdings unzweckmäßig, weil du siehst da drauf keine Blutflecken. Das heißt, wenn ich einen stark verletzten Patienten habe, den ich auch mal großflächig untersuchen muss, dann muss ich unter der Kleidung vielleicht mal mit den Händen entlang streichen. Und ich lege das mal kurz weg. Ja. Auf blauen Handschuhen, auf gelben, grünen, lilanen Handschuhen, da kann ich natürlich auch schön sehen, wenn da Blut mit dran ist. Gerade wenn ich unter der Kleidung irgendwo suchen muss, wenn ich in die Hose mal fassen muss, um zu schauen, ob es da eine Blutungsquelle gibt, da erkenne ich Blut sofort. Und das auch im Schwachlicht quasi. Ja. Wenn ich in einem halbdunklen Raum sein muss, dann erkenne ich da auch das Blut sofort. Mit schwarzen Handschuhen, die glänzen an sich ja schon mal ein bisschen. Du würdest wahrscheinlich vielleicht ein bisschen fühlen, aber auch schlecht. durch den Schweiß, also durchs eigene Schwitzen wahrscheinlich eher schwierig. Also für den medizinischen Bereich, für den Versorgungsersthelferbereich sind meiner Meinung nach schwarze Handschuhe ungeeignet. Okay, dann schmeißen wir unsere schwarzen Handschuhe weg. Jawohl. Gut. Weiter geht's. Gut, okay, also jetzt haben wir tatsächlich das Quicklot mal mit eingesetzt. Vom Vorgehen her mache ich das ganz genauso wie bei der vorherigen Moulage. Ich habe ständig den Druck vorne direkt auf die Blutungsquelle und dann packe ich auch direkt jedes Mal, wenn ich den Verband nachschiebe, direkt meinen Finger wieder hinterher, damit ich nicht während des Packens dann noch zusätzlich Blut verliere. Also das ist das höchste Ziel, was ich dabei überhaupt mit habe, ständig eine Blutstillung mit zu erreichen. Genau, und dann packe ich so gut wie das möglich ist, so lange wie mein Material reicht, packe ich natürlich auch diese Wunde direkt noch mit. Die komplette Wundhöhle quasi. Also du baust da wirklich dann den Druck so auf, dass da das Material im Endeffekt rausquillt, ne? Richtig? Also so viel. Genau, also nach Möglichkeit soll es in der Wunde mit drin sein, alles. Und wenn ich dann am Schluss fertig bin, dann packe ich meinen Rest wieder oben mit drauf und übe dann direkt auf die Wunde wieder aus. Ja. Genau. Und man sieht ja auch, aus deinem Beutel kommt im Moment auch nichts mehr weiter raus. Genau. Hält dicht. Hält dicht. Sehr schön. Okay, ja. Patient gerettet, würde ich sagen. Genau. Hervorragend. Cool. Ja, also ihr habt es gesehen, mit solchen Trainern kann man das sehr gut üben. Vom Material her, was ihr dazu braucht, das Verbandsmaterial, habt ihr entweder die Möglichkeit natürlich mit Trainingsmaterial zu arbeiten. Das gibt es tatsächlich von vielen Herstellern, wie hier zum Beispiel Quicklot. Die haben hier dann eine etwas günstigere Trainingsversion ohne gerinnende Mittel ist es wahrscheinlich dann. Genau, ja. Das sieht genauso aus wie das Original, hat auch diesen blauen Strich mit drin, der auch für die Röntgendiagnostik dann gut ist. Aber es ist, wie gesagt, wesentlich günstiger, weil dieser Kaulinstoff nicht mit dabei ist. Genau. Oder ihr nehmt natürlich einfach abgelaufenes Material, was ihr irgendwo noch, also wenn ihr im Tauschzyklus seid, damit kann man natürlich auch hervorragend üben. Hast du noch irgendwelche Tipps zum Üben, was man noch nehmen könnte, wenn man jetzt mal gerade Materialmangel hat oder Material knapp ist? Also so wie am Anfang gesagt, wenn ich einigermaßen steril arbeiten will und das, was jeder finden kann, in jedem Fahrzeug hast du einen Verbandkasten mit drin, wenn ich sowas nicht zur Verfügung habe, dann nehme ich mir einfach ein Verbandpäckchen und mache meine Wundtamponade da draus. Die Blutung kommt durch solche speziellen Materialien schneller zum Stehen. Dafür sind die ja gemacht, deswegen kosten die auch ein bisschen mehr Geld. Und ich kann diese Wundtamponade auch mit einem standard-sterilen Verbandpäckchen machen. Also der Vorgang ist gleich, nur die Wirkung ist da natürlich hier besser. Wichtig, das Entscheidende ist immer dabei, dass ich meine Tamponade hier drin, dass ich dieses Vorgehen, dieses Wundpacking, das muss ordentlich gemacht sein. Das ist das Entscheidende. Also die Technik dabei ist quasi mit das Wichtigste. Und dieser Druck, den ich ausüben muss, ist bei den Produkten, die wir jetzt hier liegen haben, von 3
3 bis 5 Minuten in etwa so in der Richtung empfohlen. Und wenn ich normales Verbandmaterial nehme, dann muss ich mindestens 10 Minuten den Druck aufrechterhalten, um diese Blutung zum Stehen zu kriegen. Das Blut muss innen drin ja verklumpen und diese Wunde verschließen können. Cool, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt unseren ersten Teil schon hervorragend abgeschlossen. Matthias, vielen Dank. Ich gebe dir jetzt mal keine Hand. Wir sehen uns ja dann bald wieder zum zweiten Teil, wo wir dann einfach nochmal ein paar andere Produkte vorstellen, die zum Training geeignet sind. Alles, was ihr hier seht, gibt es bei Vero zu kaufen. Der Link unten ist eingeblendet. Erla Zimmer, wie gesagt, schaut euch da auf jeden Fall nochmal die Videos an. Die sind da wirklich sehr weit vorne, was das Trainingsmaterial angeht. Auch sehr zu empfehlen. Und ja, nochmal Matthias, vielen Dank. Und dann wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Habt ihr Interesse an mehr Medic-Inhalt, was wir euch nochmal präsentieren können, dann ist, denke ich, der Matthias bestimmt gerne auch bereit, uns da ein bisschen zu unterstützen. Sehr gerne. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Alles klar? Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.